Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist der Chrissy und ich zoome euch mal ran. Willkommen zur Print NC hier mit der Z-Achse. Ja, ich habe die Z-Achse schon für euch vormontiert. Das ist alles keine Hexerei. Ihr macht die Linearführung drauf, die 15er. Ihr macht hier die 15er Wagen dann auf die Schienen drauf. Da habe ich dann alle geschliffenen Kanten der Wagen in eine Richtung gemacht. Ja, also quasi alle noch da bei mir. Dann haben wir hier die Spindel mit der Spindelmutter und unter der Spindelmutter ist ein Spindelblock. Ja, und dieser Spindelblock, den müsst ihr hier mit diesen 4 Schrauben festmachen. Dann macht ihr hier jeweils die 4 Schrauben immer rein für die Schuhe. Bitte alles noch ein bisschen lose lassen, hier immer ein bisschen hin und her fahren. Und das muss alles ganz leicht gehen hier. Ne? Wenn das irgendwie schwer geht, dann die Schrauben nochmal lösen und nochmal neu machen. Ja, also Schienen, diese Schrauben an den Wagen und diese Blockschrauben. Ne? So. Was ich jetzt vergessen habe, ist, hier muss noch ein Schmiernippel dran. Den habe ich vergessen. Das ist natürlich total blöd. Dementsprechend muss ich meins nochmal auseinanderbauen. Hier ist kein Schmiernippel dran. Bäh. Hier unten sitzt auch noch eine kleine M6x12er Schraube drunter. Die ist als unterer Endanschlag. Da fährt der Spindelblock drauf. Hier unten ne, dass quasi das hier nicht rausfallen kann. Weil ihr seht ja hier, das Spindelende ist offen. Hier ist kein Lager. Ja, und dementsprechend ja, brauchen wir hier unten eine Anschlagschraube. Ich nutze hier die HM 1057, das sind diese Motorbefestigungsblöcke, 1057 für die 12er Spindel und 1257 für die 16er Spindel. Hier ist eine Schraube mit bei, die Spindel hier im Lager verspannt. Und in dieser Spindel ist eine kleine Mahnenschraube, die müsst ihr lösen. Da ist ein Messingeinsatz drin, der drückt auf das Gewinde dann drauf, ne? Also müsst ihr die erstmal lösen und dann müsst ihr die Spindel festhalten und müsst diese Schraube ordentlich anziehen. Ja? Hier ist ja ein gefrästes Ende von der Spindel, hier ist ein Ring drin und hier ist ein anderer Ring drin und die müssen zusammengespannt werden mit dieser Schraube. Und diese Schraube darf sich auf keinen Fall lösen, dann fällt nämlich die Spindel aus dem Lager. Ja, das wollen wir nicht. Dementsprechend die ordentlich anknallen und dann die kleine Grub Screw, die kleine Mahnenschraube auch anknallen, wenn ihr soweit seid, dass hier alles funktioniert. Ne, dann drückt dieses Messingteil aufs Gewinde und dann löst sich die Schraube auch nicht mehr. Ja, ihr müsst aber sicher sein, dass alles an Ort und Stelle ist. Bei diesem HM1057 müsst ihr hier noch ein zweites Loch bohren, ein zweites Paar Löcher. Hier sind ja nur 1, 2, 3, 4 Löcher ab Werk. Hier muss aber noch ein zweites Paar Löcher rein. Da könnt ihr einfach das Gegenstück, was hier hinten ist, ja, dieses vom HM10, das macht ihr einfach andersrum hinten drauf. Spannt euch das zusammen in den Schraubstock und dann bohrt ihr einfach durch. So habe ich diese beiden Löcher hier gebohrt und dementsprechend passten die dann auch hier zu den Gewinden. Ja, das habe ich hier auch alles losgelassen, bis das hier alles ausgerichtet war, damit am Ende hier es hier keine Probleme gibt mit irgendwelchen Verspannungen. Was wir hier sehen, sind die Ausrichtelemente für die Spindelklammer, boing, für die Spindelklammer nachher. Hier werden dann kleine M12x30 oder sowas Schrauben oder mal 20 reingeschraubt, die dann dafür sorgen, dass wir das hier so verstellen können. Das geht auch, weil hier ist ein Gewinde für eine Schraube, da müsst ihr dann hier ein Loch reinbohren. Das ist dann dieser Pivotpunkt, um den sich das dreht. Dann haben wir die 4 Befestigungsschrauben, die ihr dann auch hier reinbohren müsst. Und dafür gibt es hier so eine wunderschöne Bohrhilfe. Die heißt, glaube ich, Spindle, Clamp, Drill Guide, wie auch immer. Da seht ihr dann, hier habt ihr das Loch für hier in der Mitte, ja, worum sich alles dreht. Die äußeren jeweiligen 4 Schrauben sind zum Befestigen und das, wir machen hier ein Push-Pull-Prinzip. Ja? Also das heißt, die äußeren Schrauben ziehen die Spindelklammer an die Spindelplatte und hier sind nochmal die inneren Löcher, da machen wir M8er Gewinde rein. Da kommen M8er Mahnenschrauben rein und die pullen, ja, also die pushen. Die Außenschrauben, die pullen, die ziehen und die Mahnenschrauben drücken das weg. Ja, und damit können wir hier jede Position, die wir brauchen, von der Spindelklammer hier auf der Spindelplatte so einstellen, dass nachher alles schön gerade läuft. Ja, das machen wir dann alles noch zusammen mit den ganzen Messungen und so. Aber da könnt ihr dann schon mal die Löcher vorbereiten auf der Spindelklammer. Da bitte aufpassen, das ist eine Spindelklammer, die ist aus Eisen gegossen. Also die staubt ordentlich. Und wenn ihr die mal auflegt auf die Spindelklammer, auf die Spindelplatte, dann guckt mal, hört man's? Meine klappert ein bisschen. Ja. Das ist aber nicht schlimm, weil wir nachher sowieso Push-Pull machen und dann wird die sowieso nicht flach aufliegen. Ne? Man könnte die jetzt noch gerade schleifen, aber ach, das macht keinen Sinn. Macht euch da keinen Ärger mit. So, auf der anderen Seite
haben wir dann natürlich auch noch, weil wir gucken jetzt hier die Schrauben hinten raus, weil ich habe keine passenden Längen gehabt, aber ich will ja nachher vielleicht noch was anschrauben. Das heißt, das finde ich ja dann auch ganz nett. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich dann den Z-Endstopp. Und da habe ich jetzt welche von Heschen gekauft, M8. Das sind NPN, NC Normally Closed. Ja, Normally Closed nehmen wir halt auch deswegen, dass wir eine Leitungsüberwachung haben von einem Endstopp. Ne, das heißt, der gibt die ganze Zeit ein Signal und wenn der unterbrochen wird, zieht er das Signal auf Masse. Ja, und dann leuchtet hier eine kleine LED, dann wisst ihr, dass der auch ausgelöst hat. Hier ist dieser Halter, den seht ihr im 3D-Bild, den könnt ihr da einfach rausholen. Die eine Schraube vom Sensor ist da drin, die andere ist draußen. Und dann kommt der Z-Endstopp hier oben durch das Loch. Ja? Und das Thema ist, das geht natürlich, also da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr den so weit einstellt, dass der gerade so durch die Platte guckt. Ja? Also der darf gerade so nur durch die Platte gucken, weil hier oben die Spindelmutter, was wird man, könnt ihr das sehen? Die Spindelmutter, die läuft hier ganz dicht hier oben an dem Loch vorbei von dem Sensor. Also wir gucken auf die Spindelmutter, die wollen wir sehen, ja, mit dem Sensor. Und dementsprechend da bitte aufpassen, dass ihr den nicht so weit rausdreht. Denn wenn ihr das macht, dann fährt die Spindelplatte den Sensor ab. Ja, das wollt ihr ja nicht. Was hier auch noch hinkommt, also wenn der Sensor dann hier drauf ist, das wird hier mit kleinen M4er Schrauben wird das hier festgemacht. Was hier auch noch hinkommt, ist die Tram-Bar für den Roller. Der Roller hat ja diese 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben. In der Mitte die Schraube ist zum Ausrichten, der Pivotpunkt. Und die 4 Schrauben sind zur Befestigung. Und dann habt ihr hier 2 Reihen Schrauben. Ja, und da könnt ihr dann entsprechend diese Trambar drauf packen. Und hier sitzt ja dann der Roller. Ja, und damit können wir dann nachher die Z-Achse auch ausrichten, ne, mit diesen Schrauben. Wie gesagt, da der Hinweis, diese Schrauben machen nicht die Ausrichtung, sondern die machen nur die Positionierung und die Schrauben halten das dann, wenn wir die hier anziehen. Ja, also nicht mit diesen Schrauben hier mit Gewalt irgendwas versuchen irgendwo hinzuschieben, das funktioniert nicht. Ja. Diese Schrauben halten das nachher und die Schrauben schneiden sich hier Gewinde, die kommen dann von der Seite nach außen und schneiden sich hier Gewinde rein und das ist dann die entsprechende Trambar. Da gibt es auch schon eine neue Version, die sieht ein bisschen anders aus, aber im Prinzip geht die hier auch. Ja, ihr braucht da jetzt nicht irgendeine spezielle. Ja. So, und dann ist die Z-Achse ja eigentlich schon fertig, sage ich mal. Ne? Das ist schon ein ganz schönes Vieh. Aber ich finde es cool und bin froh, dass das alles soweit geklappt hat. Außer dass, wie gesagt, bei mir dieser Messing-Einsatz hier in der Mutter, der war bei mir schon zu weit reingedreht. Und der Chinese hat das Gewinde nicht so richtig geschnitten. Das heißt, diese Schraube ging nicht so, diese Mutter ging nicht so einfach auf der Spindel. Also es ging nicht festzuziehen. Ja, musste ich also ein bisschen nacharbeiten, Gewinde neu geschnitten und so weiter. Und dann wird die richtig angeballert, diese Schraube. Also was heißt angeballert? Die müsst ihr schon festmachen, dass hier kein Spiel entsteht. Und dann wird die Warnschraube angelegt. Ne? So, und dann fahrt ihr immer mal hin und her. Ja? Guckt mal, ob hier alles funktioniert, ob es hier irgendwelche komischen Geräusche gibt. Irgendwas, ja. Und solange wie das nicht gefettet ist, sollte das natürlich nicht 100.000 Mal hin und her fahren. Schon gar nicht mit einem Akkuschrauber. Ja? Aber ihr seht hier, das läuft wunderbar smooth hier. So soll es sein. Ja. Ja, alles klar. Das war die Z-Achse. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und im nächsten Video werde ich dann die ganze Maschine wieder zusammengebaut haben, mechanisch. Dann hängen wir die Z-Achse dran und dann fangen wir an, die Motorhalter hier überall dran zu bauen. Dann fangen wir an, die Motoren anzubauen. Dann fangen wir an, die Sensorik zu verlegen. Das Gantry-PCB vom Logan werden wir verbauen. Da könnt ihr auch schon mal gucken, ob ihr die habt. Da könnt ihr die entweder selbst bestücken. Die Bauteile dafür findet ihr am Schaltplan vom Logan oder aber ihr kauft beim Logan die fertigen Gantry-PCBs. Ihr müsst die nicht verwenden, ihr könnt jeden Sensor und jeden Motor einzeln zur Steuerung ziehen. Ja, das ist nicht schlimm. Aber das Gantry-PCB ist natürlich sehr, sehr schön, weil FlexiHole bietet halt die Möglichkeit, diese ganzen Strippen über ein Netzwerkkabel zu verlegen, also zur Steuerung zu bringen. Und dadurch habt ihr natürlich weniger Verdrahtungsaufwand. Und dafür braucht ihr aber dieses Gantry-PCB. Ja, das habe ich schon mal irgendwann erzählt. Das findet ihr beim Logan im GitHub. Einfach mal nach Logan GitHub PrintNC suchen. Da findet ihr sein GitHub und da gibt es die PCBs. Und da gibt es dieses Gantry-PCB und das ist das, was ihr braucht. Ja. Toolhead-PCB gibt es auch noch für hier oben. Da kommen wir auch noch zu. Das ist dann dafür da, dass wir da den Z-Endstopp anschließen können und was auch immer. 1000 andere Sachen. Ja. Hier haben wir ja noch den Werkzeuglängensensor, ja, den
werden wir dann natürlich auch noch mit integrieren in das ganze System. Ne, der hat ja 2 Schaltstufen. Der hat ja einmal die Werkzeuglängenmessung und einmal das Halt, also Haltsignal. Wenn also die Spindel rumspinnt und das Signal nicht sieht, dann wird angehalten. Ne? Und da kann man einfach sich einen Multimeter nehmen und kann hier einfach mal die Pins ausmessen, welcher ist. Ne? Und dann geht das schon. Ja, der hat ja auch noch einen Luftanschluss. Mit dem Luftanschluss könntet ihr hier Luft drauf schießen, damit die Oberfläche hier sauber geblasen wird, bevor hier die Messung stattfindet. Ja. Ja, also da kommen wir dann auch noch zu, wenn es soweit ist. Und hier sind übrigens noch die Schmiernippel von den 15er Wagen. Die habe ich natürlich jetzt nicht dran gebaut, die muss ich auch noch dran bauen. Ja, da war ich natürlich ein bisschen blöd. Das sind aber keine Schmiernippel, wo man eine Fettpresse drauf machen kann, sondern das sind Schmiernippel, wo man, da braucht man so eine Spitze, so eine kleine Spitze. Das werde ich mir noch organisieren müssen. Ja, und ja, ich habe natürlich die Z-Achse für euch jetzt erstmal so gebaut, dass ihr die erstmal sehen könnt, wie die aussieht. Ich muss natürlich hier überall noch die Fettnippel dran machen und ja, die unteren Wagen sind so weit reingesetzt in die Platte, dass man da nicht rankommt, ohne die Platte abzubauen. Ja, habe ich vergessen, aber ist egal. Vergesst ihr nicht, ihr habt ja das Video gesehen. Ja, das war's schon für die Z-Achse. Ne? Also wenn es dann weitergeht, dann melde ich mich. Und wenn ich sie dann gebaut habe und die Z-Achse dranhängt und so und wir den anderen Scheiß machen, dann sehen wir uns wieder und dann geht's auch los mit der Elektrik. Ich weiß, ihr wartet darauf. Es geht bald los. Juti, ich wink mal mit meinen dreckigen Händen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen freuen und natürlich über einen Kommentar. Und ein Abo. Ein Abo wäre schön. Damit zeigt ihr mir, dass ihr hier weiter zugucken wollt. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Euer Chris.